Umgestaltung von Bereichen, neue Wartezeiten anzeigen, eine Pre-Show, Mitarbeiterräume, Wartungshallen, neues Wettersystem. Eine Attraktion ist gegangen, dafür eine neue gekommen. Leute, es sind jetzt schon mehr als 2 Monate vergangen, das heißt es wird Zeit. Herzlich willkommen, mein Name ist W, Teammitglied von Coaster Galaxy World und ich nehme euch mit in die 7. Folge von Behind the Gears. Behind the Gears 7. Leute, es ist wieder soweit. Es ist viel passiert. Wir konzentrieren uns mal auf die großen Dinge im Leben. Zum Beispiel die Backstage Area. Dieser Bereich, wo früher nur diese 2 Wellblechhallen standen, wurde komplett verändert. Wellblechhallen abgerissen und jetzt neue Gebäude hingestellt. Somit haben wir jetzt einen kompletten Verwaltungsgebäude, wo ein neuer Eingang bzw. ein neuer Mitarbeitereingang ins den Park kreiert worden ist. Und haben auch Gebäude für die Logistik, für die Kleiderkammer, Malerei, Gärtnerei und Technik. Und auch einen Weg, den habe ich mir so gewünscht, vor zu den Kassen, dass man direkt vom Park nach vorne kommt. Also Leute, ihr merkt, wir restaurieren alte Sachen, weil wir sind schon lange dabei an diesem Projekt und wollen es noch besser machen. Und somit gab es da diese wunderschöne Auffrischung. Wo wir schon beim Thema Umgestaltung sind, kommen wir auch schon zum nächsten großen Gebäude, was umgestaltet worden ist. Unser Hauptbahnhof. Also ihr kennt unsere Parkeisenbahn, die hat ja 2 Bahnhöfe. Einerseits den Hauptbahnhof und die Portstation. Und den Hauptbahnhof am Parkeingang haben wir nochmal, beziehungsweise hat Dennis nochmal umgebaut, sodass das Ding jetzt noch pompöser wirkt und einfach einem Hauptbahnhof gerecht wird. Schönes Gebäude. Schöne Atmosphäre da drin. Leute, das Ding ist echt geil geworden. Viele haben sich's gewünscht mit mehr. Okay, ich muss anders anfangen. 2 Sachen wurden sich gewünscht. Man will einen Parkplan haben und man will eine insgesamte Warteanzeige haben. Also bauen wir doch einfach beides zusammen. Wir haben wieder für mich eine große Warteanzeige. Kennt man schon bei uns von Eldorado. Haben wir auch schon eine gehabt. Komplett neu gemacht. Diesmal habt ihr nämlich die Warteanzeigen von den einzelnen Attraktionen draufstehen und auch den Parkplan. Wir haben einen Parkplan von dem kompletten Ära-Park kreiert und somit könnt ihr jetzt überall im Park, gibt es mehrere solcher Aufsteller, wo ihr direkt sehen könnt, wo bin ich und wow, wohin müsste ich gehen, um zur nächsten Attraktion zu kommen. Natürlich, der Parkplan ist nachts beleuchtet. Die Anzeigen von der Warteanzeigen sind beleuchtet und können auch komplett ausgeschalten werden jetzt. Wenn wir als Mitarbeiter im Park unterwegs sind, dann möchte man sich auch manchmal einfach nur zurückziehen. Möchte man in den Mitarbeiterraum gehen, möchte man in die Wartungshalle gehen und das soll dort doch auch belebt sein. Also war das in der letzten Zeit mein großteils Aufgabengebiet, diese zu gestalten. Jetzt haben wir jeden Mitarbeiterraum. Ist gestaltet, ist belebt worden, die Wartungshallen sind belebt worden, sodass man wirklich merkt, okay, hier drin kann gearbeitet werden, hier drin sind Utensilien, um zu arbeiten und sogar eine funktionierende Kaffeemaschine. Und noch was Neues. Wenn wir den Spinner-Wartebereich einmal entlang gehen, merken wir, da ist eine neue Tür drin. Wenn wir hier reingehen, haben wir jetzt einen Raum genutzt, der schon da war, aber noch nicht benutzt worden ist. Und haben dort einen Pre-Show-Bereich reingebaut. 2 Pre-Shows, die können unabhängig voneinander laufen. Und es ist noch viel in Aufbau. Die Pre-Show ist noch nicht fertig. Gestalterisch, also modellierungstechnisch ist es schon großteils da. Es fehlt nur noch Pre-Show. Also das Video fehlt noch relativ, es fehlt noch ein bisschen Lichteffekte und so weiter. Deswegen möchte ich noch nicht genau viel drauf eingehen, aber ihr habt schon mal gesehen. Boah, Leute. Es geht immer weiter mit Neuigkeiten. Wir haben ein neues Wettersystem. Ihr kennt noch das Wettersystem aus Eldorado? Wenn nicht, okay, ich fasse es mal kurz zusammen. Wenn ihr in den Park reingeladen seid, konntet ihr das Wetter einstellen und dann hattet ihr für einen Tag ein bestimmtes Wetter und auch eine bestimmte Anzahl an Besuchern, die reinkamen.
Ihr konntet auch schon sehen, was heute kommt und was morgen kommt. Das haben wir geändert. Wir haben jetzt wieder, wenn ihr in den Park reinladet, habt ihr wieder so ein schönes Overlay, wo ihr dran rangehen könnt. Aber diesmal könnt ihr, wenn ihr es einschaltet, für einen Tag 3 Wetterzeichen sehen. Das heißt, ihr wisst ungefähr, was an dem Tag kommen wird. Aber das Wetter kann sich noch ein bisschen verändern. Es kann sein, dass wenn Sonne scheint, dann doch noch mal ein bisschen kurz regnen wird. Es kann sein, wenn es Regen anzeigt, dass es dann doch nur ein leichter Regen ist. Also ihr merkt, das Wetter ist ein bisschen flexibler, ist ein bisschen anders geworden. Bei so vielen Neuerungen, wie wir es jetzt heute hatten, muss auch eine schlechte Nachricht kommen. Leute, wir haben eine Attraktion aus diesem Sortiment rausgenommen. Ihr wisst noch, ich habe ein bisschen immer ein großes Geheimnis gemacht, was Chulby ist. Dieses Geheimnis werden wir auch noch lüften. Seid gespannt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das gerne auch hören wollt, beziehungsweise wissen wollt, was Chulby gewesen wäre, wird mal noch in einem separaten Video kommen. Aber leider mussten wir uns schweren Herzens von Chulby verabschieden, weil wir für uns sagen mussten, dieses Projekt hätte zu viel Zeit beansprucht. Zu viel Zeit, wo wir sagen, nee, wir wollen dieses Projekt jetzt ja auch langsam für euch fertig bekommen. Und das hätte wirklich für uns alle, beziehungsweise für die Personen, die darin alle beteiligt sind, zu viel Zeit gekostet. Und darum ist es leider aus dem Sortiment rausgeflogen. Aber weil wir es so nicht stehen lassen können, gibt es doch gleich mal einen neuen Themenbereich mit einer neuen Attraktion. Das ist die große Neuerung, die ich euch heute jetzt präsentieren darf. Wir haben eine neue Attraktion, einen kompletten neuen Themenbereich. Der Themenbereich bzw. die Attraktion Chowderbook kam mit rein, ist von Premier Rides ein Skyrocket 2 und steht einfach traumhaft hier drin. Kurz ein bisschen zur Story von Chowderbook. Chowderbook ist ein sehr altes, verlassenes Fabrikgebäude, was ein bisschen außerhalb der Stadt liegt und schon gut zugewuchert und ja, heruntergekommen ist. Leider ist damals, als die Fabrik noch in Betrieb war, ein paar Menschen da drin ums Leben gekommen. Also, geht rein in Chowderbook und erlebt selbst, was da drin passieren wird. Chowderbook, ganz kurz auch noch für euch so, Premier Rides Skyrocket 2 ist ein, sehr interessantes Fahrgeschäft. Ihr könnt natürlich wieder. Ich brauche es eigentlich nicht sagen. Ihr habt wieder die Steuerungsmöglichkeiten vom Hauptsteuerpult, von den Ansagen, jetzt muss ich überlegen, von den Anzeigen, Überwachungskameras, Musik, Wartungslicht, die Queue-Line-Evakuierung. Ist ja schon normal. Wir haben jetzt extra auch für Chowderbook, beziehungsweise für den Start, gibt es einen extra Startsound, den die KI auch von sich aus einschaltet oder ihr separat machen könnt. Nehmen Sie eine aufrechte Sitzposition ein und lehnen Sie Ihren Oberkörper an die Rückenlehne und Ihren Kopf gegen die Kopfstütze. Ihr könnt natürlich, das habe ich auch noch nie erwähnt, den kompletten Park, jede Attraktion, jedes Hauptsteuerpult könnt ihr per Hotkeys wieder bedienen, so auch wieder Chowderbook. Ihr könnt auch nur den Kollegen übernehmen, der die Bügelkontrolle macht. Die Pieps setzen sich rein. Leute, ich könnte euch so viel davon erzählen. Ich glaube aber, dass ein bisschen mehr Impressionen, ein bisschen mehr Videomaterial, ich glaube, das ist schöner, oder? Dann kriegt ihr hier mal einen gleich schönen Zusammenschnitt von Chowderbook. Und dann gehen wir kurz noch ein bisschen auf die Bedienung drauf ein.
Was bei Chowderbook an der Bedienung ein bisschen besonders ist, dass ihr auf der Seite vom Hauptsteuerpult diesmal auch eine Ausgangstür habt, die ihr erstmal öffnen müsst. Ihr habt ebenfalls am Hauptsteuerpult und hinten am Kollegen, der eine Freigabe geben muss, habt ihr auch jeweils Toren. Diese Toren müssen erst zu sein, bevor ihr im normalen Fahrbetrieb die Attraktion dispatchen könnt. Ist ja klar. Ihr habt den Knopf hier oben links, mit dem könnt ihr den Startsound aktivieren und habt dann ein bisschen mehr Lichteffekt und Soundeffekte in der Station drin. Ihr könnt dieses Mal sogar die Dächer verriegeln mit Rollos. Okay. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich schon genug gesagt zu Chowderbook. Falls ihr Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare und schauen wir uns sie vielleicht mal in der Spezialfolge an. Ihr merkt, wir schlafen nicht. Und das ist gut so, denn dieses Projekt wird großartig. Wenn ihr wissen wollt, was in diesem Projekt noch kommen wird, was fehlt und wie momentan der Stand der Dinge ist, ihr findet unten in der Videobeschreibung ab sofort einen Link zu einem Trello-Board, wo ihr sehen könnt, welches Teammitglied es macht gerade welche Aufgaben sind in welchem Stadium momentan und könnt dort einfach mal einen Überblick über dieses gesamte Konstrukt haben. Leute, das war's insgesamt mit der Behind the Gears Folge 7. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Bisschen mehr informativ, ein bisschen mehr Sachen, neue Sachen sind wieder reingekommen und ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ihr Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Schaut gerne bei uns auf dem Discord-Server vorbei, um alle Neuigkeiten direkt mitzubekommen. Und dann würde ich sagen, sieht man sich in der nächsten Behind the Gears Folge wieder. Haut rein, bis dann und ciao.